Ja, willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung hier aus der One World Lounge in Seoul in Korea. Die Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind Lufthansa, die 2747-8er, die die Flotte verlassen. Da gibt es mehr Details, werde ich euch erzählen. Dann bei Lufthansa ist man happy mit dem neuen Auftritt, aber die Lufthansa Group Auftritt löst negative Assoziationen auf, okay, mal gerade machen, Assoziationen aus in Österreich und der Schweiz. Ist das so? Und dann Wettly Stop bei Austrian Airlines und Bressons, die hören auf zu fliegen. Wo liegt das Problem? Und natürlich die historischen Lufthansa-Flugzeuge, die U-52 und die Super Constellation sind parat. Sie können von uns besucht und bestaunt werden. Also ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber denkt auch natürlich wie immer auf School zu kommen und das Thema nach vorne zu pushen. Erstes Thema, was wir heute haben, ist, Lufthansa verkauft ja 2 Boeing 747-8er an die US-Regierung. Da war ja beim letzten Mal nicht so ganz klar, was da alles die Details waren, nur dass sie an die Regierung gehen. Das ist die Alpha Bravo Yankee Delta und die Alpha Bravo Yankee Golf aus den Baujahren 2012, 2013, die 747-8er, die da weggehen. Käufer ist die US Air Force, alles nichts Neues. Aber der Kaufpreis hat wohl irgendwie bei 400 Millionen gelegen, so sagen es die Amerikaner. Also das heißt 200 Millionen pro Stück, das ist ein guter Preis für Lufthansa für die Buden. Und genutzt werden sie für das Pilotentraining der US Air Force Jockeys, die dann auch die Air Force One fliegen werden. Und danach haben sie einen etwas unglorreichen Auftrag. Sie werden als Ersatzteilspender dienen. Einsatz ist erst ab Mitte 2028. Und die 747-8er Produktion ist ja eingestellt. Damit ist es so, dass die Triebwerke und die anderen Komponenten rar sind. Und deshalb will sich die US-Regierung damit natürlich eindecken. Lufthansa behält demnach halt 17 Stück, waren ja vorher 19 und die eine, die jetzt in Ägypten fliegt, die Lufthansa nie genommen hat. Korean Air verkauft ja 2024 5 Flugzeuge zum Preis von 675 Millionen. Heißt also, da war das Thema dann relativ günstig. Bei uns war es teurer bei der Hansens. Jens Ritter sagt, Lufthansa konnte einen hohen Verkaufspreis erzielen. Und das ist natürlich ganz, ganz klar, dass das für die Lufthanseaten das Wichtige ist. Und was auch nochmal interessant ist, ist natürlich, dass die Amerikaner vorsorgen für ihren Air Force One Bestand. Sind ja 2 Stück, die sie haben, die fliegen werden, die auch umgebaut werden. Auch das interessanterweise ist ja teurer geworden. Da war, glaube ich, ein Deckel bei 3, irgendwas, weiß ich jetzt mal ganz genau, welche Summe. Also irgendwie war ein Deckel drauf, aber da ist man jetzt auch beim Doppelten. Also ganz so lustig war das mit dem Trump dann auch nicht, dass er das hingekriegt hat. Was aber schön ist, ist bei Lufthansa, dass man dort jetzt die 2 Flugzeuge bestaunen kann. Einmal die U-52 und einmal die Lockheed LA-169A Superstar, so ist es richtig. Und das im neuen Lufthansa-Konferenz- und Besucherzentrum direkt neben dem LAC, Lufthansa Aviation Center. Vorbereitungen auf das Lufthansa-Jubiläumsjahr 2026 gehen volle Züge weiter. Und Anlieferung war ja per Einzelteile und Schwertransport und jetzt wurden sie vor Ort zusammengebastelt und sind jetzt zusammen. Die Besonderheit ist natürlich, dass die Fassade gläsern ist. Wer von uns da an der Scheibe kleben möchte, kann das tun. Und die Flugzeuge sind also ausstellungsbereit, das heißt also, ihr könnt schauen. Ja, sollte Lufthansa ihre Geschichte stärker emotionalisieren oder ist die Nostalgie im heutigen Wettbewerbsumfeld irrelevant? Und dann habe ich noch die Zuschauerfrage vergessen für natürlich das Thema mit der 747. Und zwar ist es so, dass wir hier die Frage haben, ist der Verkauf der 747-8 ein strategischer Glücksgriff oder ist das halt einfach ein schleichendes Ende der Jumbo-Ära bei der Lufthansa oder auch grundsätzlich auf der Welt? Thema 3 ist der Markenauftritt der Lufthansa. Wir wissen ja, der Kranich ohne Kreis. Da gibt es eine Umfrage. In Deutschland finden das 76,5% positiv, 76,5 positiv. Ich habe schon negativ gelesen, das waren 23,5% negativ. Aber in der Alpenrepublik Österreich ist es andersrum, 66 positiv, 34 negativ. In der Schweiz sind es 55 positiv und 44,7 negativ. Die Zustimmung sinkt deutlich außerhalb Deutschlands. Das ist ja
evident. Man hat eher Kritik an den Umständen, nicht am Design selber, heißt also Servicequalität, Kundenkommunikation, Mice and More. Und natürlich auch die andere Sache ist die Umfrage überhaupt repräsentativ? Und wichtig ist auch, dass man natürlich fragt, ist es so, dass man bei der Lufthansa sich damit solchen Themen beschäftigen sollte oder eher an Themen beschäftigen sollte, dass wir Passagiere glücklich und happy sind. Also da könnt ihr was zu sagen. Dann kann ein neues Markendesign Vertrauen zurückholen oder braucht Lufthansa zuerst ein operatives Comeback? Das ist die Zuschauerfrage dazu. Und eine hat in den Kommentaren irgendwo, den ich gelesen hatte, geschrieben, dass das natürlich so ein bisschen aufgrund der deutschen Geschichte ein Problem sei. Man könnte das ja bei der IAG als Beispiel nehmen. Die haben ja auch mit Irland und so weiter, mit dem Konflikt, da so ein bisschen für Vertrauen gesorgt und das Ganze entschärft. Bei der Lufthansa ist es natürlich ein Thema, aber ich weiß jetzt nicht, ihr könnt das entscheiden. Bei 4 ist es so, dass man das Wetlease, also Thema 4, bei Austrian Airlines das Wetlease-Thema mit Brassens beendet hat. Das sofortige Ende der Wetlease-Verträge ist die Insolvenz der Schwesterfirma Brasson International Airways. Insolvenzantrag war ja am 28. September gestellt worden. Seit 15. Dezember keine ATR 72 mehr unter US-Flugnummern. Man sah bei der Austrian Airlines nicht mal die operative Sicherheit gewährleistet. Kurzfristig andere Airlines der Lufthansa Group, die das fliegen. Edelweiss wird auch als möglicher Ersatz gehandelt. Das langfristige Problem ist eher, dass Lufthansa halt im 70-Segment-Bereich keine eigenen Flugzeuge mehr hat. Das kleinste sind irgendwo die Embraers. Und damit fallen halt weg die ganzen Zubringer aus den dünnen Strecken. Man sieht ja, was bei Nürnberg passiert und bei anderen Strecken, wenn die dort abwandern. Die fliegen alle über Istanbul, London Heathrow oder Amsterdam. Und ja, ich denke mal, dass das die Flottenstrategie ist. Ihr könnt ja die Frage des Tages beantworten. Ist die Lufthansa Group ein strukturelles Regionalflugproblem, das Wetlease nur notdürftig kaschieren kann? Ach ja, das Thema habe ich gar nicht euch genannt am Anfang. Das ist die Hilton Reserve Neuigkeit. Das ist nämlich darüber ein Status, der drüber liegt, und zwar Hilton Society. Die Einführung ist ja in 2026 im Q1, also kommt jetzt sofort. Es gibt diesen The Hilton Society Invitation Only Status, also Einladung nur. Und ab 80 Nächten und Umsatz gibt es den Reserve. Und damit ist die Statushierarchie ja für viele sehr unglücklich, weil sie sagen halt, ich habe aber den Hilton Lifetime Diamond gehabt und da war ich ja der Held. Jetzt ist es aber Silber, Gold, Diamond, Lifetime Diamond, dann der Reserve und dann kommt The Hilton Society. Und die Teilnehmerzahlen beim Diamond, nur damit ihr mal so eine Zahl habt, sind 1 Million Leute, die Diamond sind. Man erwartet beim Diamond Reserve nur noch 50.000 bis 55.000. Heißt also, dass man dort natürlich sagt, okay, das ist ein Thema. Also das heißt, damit hat man wesentlich bessere Vorteile bei den Hilton Hotels. Auch wichtig ist, dass man bei den Hilton Society nur noch eine Handvoll hat, wenige hundert, vielleicht 1000, aber nicht wirklich viel mehr. Und das ist dann vergleichbar mit den ganzen Status, die es gibt bei anderen wie Marriott oder Hyatt, die auch Invitation Only sind. Bei Hyatt heißt das Ganze Courtesy Card und bei den Freunden von Marriott heißt es Cobalt Card. Und die Zielgruppe sind extrem hohe Umsätze, heißt also größer 100.000 US-Dollar pro Jahr. Teilweise sogar $1 Million, das weiß ich zum Beispiel von Emirates, da ist ja der Invitation IO-Level bei $1 Million, wenn man verantwortlich dafür ist, was auch Sinn macht. Aber natürlich auch Zielgruppe Hotelbesitzer, Investoren und Großkunden. Ja, die Belohnung der treuesten Kunden macht natürlich Sinn. Ich bin mal gespannt, was Hilton sich da einfallen lässt. Und auch im Quartal 1 2026 wird die Hilton Society angekündigt. Ja, ist die Hilton Society ein echter Mehrwert oder nur ein Prestigestatus für Handvoll Top-Kunden? Sollte man da überhaupt neidisch sein? Oder ist das etwas, wo wir sagen, nee, komm, da habe ich keine Schmerzen, das ist okay. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Hier die weihnachtlichen Grüße aus der Lounge der One World in Seoul. Mitnehmend und ja, denkt dran auch, den Kanal zu abonnieren, Glocke, Like und so weiter, habe ich ja schon, glaube ich, gesagt, weiß ich gar nicht. Und wenn nicht, dann tut es trotzdem und kommt auf School. Ja, ist der Verkauf der 747 ein strategischer Glücklich oder das Ende der Jumbo-Ära bei Lufthansa? Und wie findet ihr das Logo bei Hansens? Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Also bis dann, ciao, ciao.